Hallo zusammen, ich bin Vanessa. Und ich bin Harry. Willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema für alle Studierenden. Wie lernen Deutsche? Das ist sehr interessant. Ja, deutsche Menschen haben sehr gute Lerntechniken. Das stimmt. Deutsche Schulen und Universitäten sind bekannt. Wir wollen dir heute alle Geheimnisse zeigen. Was die Deutschen anders machen als andere Menschen. Bevor wir anfangen, bitten wir euch um etwas sehr Wichtiges. Falls euch dieser Podcast gefällt, drückt auf den Daumen hoch. Der Daumen hoch hilft unserem Kanal sehr, sehr viel. Und abonniert unseren Kanal. Werdet Teil unserer Familie. Wenn ihr abonniert, bekommt ihr Benachrichtigungen für alle neuen Episodes. In den Kommentaren könnt ihr uns schreiben. Was sind eure Lernmethoden? Welche Techniken nutzt ihr? Welche Methode hilft euch am besten? Schreibt uns. Teilt diesen Podcast mit euren Freunden und Klassenkameraden. Und mit eurer Familie. Macht unsere Familie größer und größer. Das PDF findet ihr in der Beschreibung. Es hat alle Wörter und alle Techniken. Okay, jetzt beginnen wir. Seid ihr bereit? Ja, sehr bereit. Lass uns anfangen. Hallo Harry, heute sprechen wir über deutsche Schulen. Das ist interessant. Was ist anders in deutschen Schulen? Viel ist anders. Erstens ist das Schulsystem sehr strukturiert. Strukturiert? Was bedeutet das? Es gibt klare Regeln, klare Ziele. Alles ist organisiert. Das klingt sehr deutsch. Ja, und die Schulen sind sehr anspruchsvoll. Anspruchsvoll? Ja, die Lehrer erwarten viel von den Schülern. Das ist gut oder schlecht? Es ist gut, weil die Schüler arbeiten müssen. Also faule Schüler existieren nicht in Deutschland. Naja, sie existieren, aber sie scheitern schnell. Das ist fair. Und noch etwas, deutsche Schulen haben viel Hausaufgaben. Hausaufgaben. Viel? Ja, 2 bis 3 Stunden pro Nacht. Das ist viel. Das muss anstrengend sein. Ja, es ist anstrengend, aber es ist sehr effektiv. Warum ist das effektiv? Weil das Gehirn braucht Wiederholung. Die Hausaufgaben sind Wiederholung. Ah, das macht Sinn. Und noch, deutsche Schulen haben viele Tests. Tests? Ja, kleine Tests, große Tests, überall Tests. Das klingt stressig. Es ist stressig, aber es funktioniert. Funktioniert? Wie? Schüler können sich nicht verstecken. Sie müssen lernen. Das ist sehr praktisch. Ja, und deutsche Schulen haben auch praktische Projekte. Projekte? Ja, nicht nur theoretisch, auch praktisch. Du machst Dinge. Das ist modern. Ja, deutsche Schulen sind modern und altmodisch gleichzeitig. Jetzt sprechen wir über die deutsche Lernphilosophie. Die Philosophie? Was bedeutet das? Die Grundidee, wie Deutsche über Lernen denken. Ah, das ist wichtig. Ja, Deutsche glauben, dass Lernen eine Investition ist. Eine Investition? Ja, du investierst Zeit und Energie jetzt, Und was bekommst du dafür? Erfolg später, ein gutes Leben später. Das ist eine gute Philosophie. Und noch, Deutsche glauben, dass Lernen ein Prozess ist. Ein Prozess? Ja, nicht schnell lernen, langsam, aber sicher. Das ist anders als andere Länder. Ja, andere Länder wollen schnelle Ergebnisse. Aber Deutsche wollen gute Ergebnisse. Genau, Qualität ist wichtiger als Geschwindigkeit. Das ist weise. Und noch, Deutsche glauben an harte Arbeit. Harte Arbeit? Ja, nicht Talent, nicht Glück, harte Arbeit. Das ist sehr deutsch. Sehr deutsch. Deutsche sagen, Talent ist 10%, Arbeit ist 90%. Das ist motivierend. Und noch, Deutsche glauben an Disziplin. Disziplin? Ja, regelmäßig lernen, jeden Tag lernen. Nicht nur am Tag vor dem Test? Nein, absolut nicht. Jeden Tag. Das ist die deutsche Methode. Ja, Disziplin ist der Schlüssel zu allem. Jetzt sprechen wir über Zeitmanagement. Zeitmanagement? Das ist wichtig? Sehr wichtig. Deutsche sind berühmt für Zeitmanagement. Warum? Weil Zeit Geld ist, das sagen Deutsche. Das ist praktisch. Und Deutsche nutzen eine spezielle Technik, die Pomodoro-Technik. Pomodoro, das ist italienisch. Ja, aber Deutsche lieben es. Wie funktioniert das? Einfach, du setzt einen Timer für 25 Minuten. 25 Minuten? Ja, dann lernst du intensiv für diese Zeit. Und dann? Dann machst du 5 Minuten Pause. Nur 5 Minuten? Ja, kurz und schnell. Dann wieder 25 Minuten lernen. Das ist sehr effizient. Ja, nach 4 Pomodoros machst du eine lange Pause. Wie lange? 15 oder 30 Minuten. Das ist weise. Und warum funktioniert das? Weil dein Gehirn nicht so lange arbeiten kann. Genau, nach 25 Minuten ist dein Gehirn müde. Also die Pause ist wichtig. Sehr wichtig. Die Pause ist nicht faul sein. Das ist Lernen. Ja, Deutsche verstehen das. Und noch etwas. Deutsche planen ihre Zeit sehr genau. Genau? Ja, ein Plan für jede Woche.
ein Plan für jeden Tag. Das ist organisiert, sehr organisiert. Das ist die deutsche Art. Also Zeitmanagement ist fundamental. Fundamental. Ohne Zeitmanagement kannst du nicht lernen. Jetzt sprechen wir über die Lernumgebung. Die Umgebung? Das ist wichtig? Sehr wichtig. Die Umgebung beeinflusst dein Lernen. Wie? Deutsche Schüler wissen das. Sie schaffen eine perfekte Umgebung. Was ist perfekt? Erstens, Ruhe. Du brauchst Ruhe zum Lernen. Ruhe? Keine Musik? Keine Musik, kein Fernsehen, keine Freunde. Das ist Disziplin. Ja, sehr wichtig. Und was noch? Licht. Du brauchst gutes Licht. Natürliches Licht. Warum? Weil Licht dein Gehirn aktiviert. Das ist wissenschaftlich? Ja, dunkle Räume machen dich müde. Das verstehe ich. Und noch, die Temperatur ist wichtig. Temperatur? Ja, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Wie viel Grad? Zwischen 18 und 21 Grad. Das ist kühl? Ja, kühle Räume halten dein Gehirn aktiv. Das ist clever. Und noch, ein sauberer Schreibtisch. Ein sauberer Schreibtisch? Ja, nicht chaotisch, nicht unordentlich. Warum? Weil ein sauberer Tisch ein sauberes Gehirn ist. Das ist eine deutsche Philosophie. Ja, Deutsche glauben an Ordnung. Und noch etwas? Ja, keine Handys auf dem Tisch. Das ist sehr wichtig. Sehr wichtig, dein Handy ist dein größter Feind. Warum? Weil es dich ablenkt, ständig. Also das Handy muss weg. Weg, ganz weg, in einem anderen Zimmer. Jetzt sprechen wir über Notizen. Notizen? Das ist Lernen? Ja, gute Notizen sind sehr wichtig, Warum? weil das Schreiben hilft. Dein Gehirn merkt sich besser. Das ist wissenschaftlich? Ja, wenn du schreibst, arbeitest du. Also nicht tippen? Mit dem Computer? Nein, mit der Hand schreiben. Das ist besser, Warum? weil Handschreiben langsamer ist. Und das ist gut? Ja, du musst denken. Du kannst nicht alles schreiben. Ah, also ich muss wählen. Genau, du schreibst das Wichtigste auf. Das ist Lernen. Ja, und Deutsche nutzen auch Mindmaps. Mindmaps? Ja, das ist ein Bild mit Verbindungen. Wie funktioniert das? Du schreibst das Hauptthema in die Mitte. Und dann? Dann schreibst du alle Ideen um das Thema herum. Und verbindest sie? Ja, mit Linien. Das ist sehr visuell. Das ist kreativ. Ja, Deutsche nutzen das viel. Und noch etwas? Farbige Stifte. Deutsche lieben farbige Notizen. Farbig? Ja, verschiedene Farben für verschiedene Ideen. Das ist praktisch. Ja, Farben helfen deinem Gehirn. Also Notizen sind fundamental. Fundamental. Ohne gute Notizen kannst du nicht lernen. Jetzt sprechen wir über Gruppenlernen. Gruppenlernen? Das funktioniert? Ja, aber du musst vorsichtig sein. Vorsichtig? Ja, Gruppenlernen kann gut sein oder schlecht sein. Wie? Wenn du mit ernsthaften Schülern lernst, es ist gut. Und wenn du mit faulen Schülern lernst? Dann ist es schlecht, du wirst abgelenkt. Das verstehe ich. Deutsche haben eine Faustregel. Eine Faustregel? Ja, 70% allein lernen, 30% in Gruppen. Das ist konkret. Ja, Alleinlernen ist fundamental, Warum? weil jeder Mensch anders ist. Wie? Jeder hat seinen eigenen Rhythmus, seinen eigenen Tempo. Ah, das ist wichtig. Ja, wenn du in einer Gruppe lernst, musst du dich anpassen. Das ist nicht immer gut. Nein, nicht immer. Und wann ist Gruppenlernen gut? Wenn du etwas nicht verstehst. Dann kannst du deine Freunde fragen. Ja, das ist sehr hilfreich. Und noch? Wenn du das Gelernte erklären musst. Erklären? Ja, wenn du etwas erklärst, lernst du besser. Das ist psychologisch? Ja, sehr psychologisch. Also Gruppenlernen ist supplementär. Ja, nicht das Hauptlernen, aber unterstützend. Das verstehen Deutsche. Ja, Deutsche sind praktisch. Jetzt sprechen wir über Spaced Repetition. Spaced Repetition? Was ist das? Das ist wiederholt Lernen, aber mit Pausen. Mit Pausen? Das ist anders? Ja, nicht alle auf einmal lernen. Ah, also nicht am Tag vor dem Test. Nein, absolut nicht. Das funktioniert nicht. Wie funktioniert Spaced Repetition? Du lernst etwas am ersten Tag. Und dann? Dann wiederholst du es am zweiten Tag. Und dann? Dann am dritten Tag. Dann nach einer Woche. Das ist ein Plan. Ja, ein wissenschaftlicher Plan. Warum funktioniert das? Weil dein Gehirn vergisst. Wirklich? Ja, dein Gehirn vergisst sehr schnell. Das ist traurig. Ja, aber wenn du wiederholst, vergisst du langsamer. Ah, das ist clever. Ja, deutsche Schüler wissen das. Und wie lange brauchst du? Für kurze Informationen 1 bis 2 Wochen. Und für lange Informationen? Bis zu einem Monat. Das ist viel Zeit. Ja, aber es funktioniert. Das ist die deutsche Methode?
Ja, Langsamkeit und Wiederholung. Nicht schnellig und Stress. Nein, das ist nicht deutsch. Jetzt sprechen wir über den Testing-Effekt. Testing-Effekt? Was ist das? Das ist, wenn du dich selbst testest. Selbsttests? Ja, du schreibst Fragen und antwortest selbst. Das funktioniert? Ja, sehr gut sogar. Warum? Weil du dein Wissen prüfst. Und das hilft? Sehr. Dein Gehirn wird aktiv. Wie machst du Selbsttests? Mit Flashcards. Flashcards? Ja, du schreibst eine Frage auf die eine Seite und die Antwort auf die andere Seite. Und dann? Dann fragst du dich selbst. Das ist einfach. Ja, aber sehr effektiv. Und Deutsche nutzen das? Ja, sehr viel. Und noch eine Methode? Ja, alte Tests schreiben. Alte Tests? Ja, von alten Prüfungen. Woher bekommst du die? Von deinen Lehrern oder von älteren Schülern. Und das hilft? Sehr. Du weißt, was kommt. Das ist praktisch. Ja, Deutsche sind praktisch. Und du lernst unter Druck. Ja, weil es wie eine echte Prüfung ist. Jetzt sprechen wir über Schlaf. Schlaf? Das ist Lernen? Ja, sehr wichtig. Wie? Während du schläfst, verarbeitet dein Gehirn das Gelernte. Wirklich? Ja, der Schlaf ist nicht unnötig. Der Schlaf ist Gehirnarbeit. Genau, Deutsche verstehen das. Wie viel Schlaf brauchst du? 8 Stunden, das ist ideal. 8 Stunden? Ja, nicht weniger. Und wenn du weniger schläfst? Dann lernst du schlechter. Das ist wissenschaftlich? Ja, sehr wissenschaftlich. Also Schlaf ist wichtig. Sehr wichtig. Wichtiger als noch 1 Stunde lernen. Interessant. Und noch, Deutsche kümmern sich auch um ihre Gesundheit. Gesundheit? Ja, Sport, gesunde Ernährung, Mentalgesundheit. Warum? Weil ein gesundes Körper ein gesundes Gehirn hat. Das ist weise. Ja, Deutsche sagen, ein Läufer lernt besser. Ein Läufer? Ja, jemand, der Sport macht. Ah, das ist wahr. Und noch, keine Drogen, kein Alkohol. Das ist klar. Ja, das schadet deinem Gehirn. Also Gesundheit ist fundamental. Sehr fundamental. Ohne Gesundheit kein Lernen. Jetzt sprechen wir über Motivation. Motivation? Das ist wichtig? Sehr wichtig. Warum? Ohne Motivation keine Arbeit. Das ist wahr. Deutsche Schüler haben verschiedene Motivationen. Verschiedene? Ja, intrinsische und extrinsische. Das klingt kompliziert. Nein. Intrinsisch bedeutet von innen. Ah, du willst selbst lernen. Ja, weil es dich interessiert. Das ist die beste Motivation. Ja, und extrinsisch ist von außen. Wie? Du lernst, weil deine Eltern wollen. Oder weil du eine gute Note brauchst. Genau, das ist extrinsisch. Welche ist besser? Intrinsisch, immer. Warum? Weil du selbst arbeiten wirst. Du brauchst keine externe Kontrolle. Genau, Und wie findest du Motivation? das ist schwierig. Wie? Du musst dein Ziel kennen. Ziel? Ja, warum lernst du? Ah, das ist wichtig. Sehr wichtig. Mit einem Ziel lernst du besser. Und noch? Du musst dich selbst belohnen. Belohnen? Ja, nach erfolgreicher Arbeit etwas Schönes. Das ist psychologisch. Ja, dein Gehirn liebt Belohnungen. Also Motivation ist der Motor. Ja, ohne Motivation kein Lernen. Jetzt sprechen wir über Prüfungsvorbereitung. Prüfungsvorbereitung? Wie bereiten sich Deutsche vor? Mit einem Plan. Ein Plan? Ja, nicht am letzten Tag. Wann fangen Deutsche an? 4 Wochen vorher. 4 Wochen. Ja, das ist die deutsche Zeit. Und wie planen Sie? Woche 1, alle Themen sammeln. Sammeln? Ja, alle Notizen, alle Bücher, alles Material. Und Woche 2? Woche 2, lesen und verstehen. Langsam? Ja, nicht schnell, verstehen. Und Woche 3? Woche 3, wiederholen und testen. Testen? Ja, alte Prüfungen schreiben. Und Woche 4? Woche 4, finales Testen und Rest. Rest? Ja, dein Gehirn braucht Ruhe vor der Prüfung. Das ist weise. Ja, nicht am letzten Tag noch lernen. Das schadet nur. Ja, dein Gehirn ist müde. Also ein Plan ist fundamental. Sehr fundamental. Mit Plan, erfolgreiche Prüfung. Ohne Plan Stress und Panik. Jetzt sprechen wir über Universität. Universität? Das ist anders als Schule? Ja, sehr anders. Wie? In der Schule kontrolliert der Lehrer. Kontrolle? Ja, du musst Hausaufgaben machen. Und in der Universität? Du bist verantwortlich. Selbstverantwortlich? Ja, der Professor macht nicht viel Kontrolle. Das ist schwierig. Ja, viele Studenten scheitern deshalb, Warum? weil sie nicht selbstdiszipliniert sind. Also Disziplin ist noch wichtiger. Sehr wichtig. Und die Lernmethoden, sind sie gleich? Ja, aber intensiver. Intensiver? Ja, mehr zu lesen, mehr zu verstehen. Und die Zeit? Viel mehr Zeit. Du musst selbst planen. Das ist anstrengend. Ja, aber es ist auch Freiheit. Freiheit? Ja, du kannst dein Tempo wählen. Das ist gut. Ja, deutsche Universitäten sind sehr gut, Darum? weil Studenten selbstverantwortlich arbeiten.
Also nicht der Professor bestraft dich. Du bestrafst dich selbst. Das ist psychologisch wichtig. Jetzt sprechen wir über fachspezifisches Lernen. Fachspezifisch wie? Mathematik ist nicht wie Sprachen. Ach, das stimmt. In Mathematik musst du Aufgaben machen. Aufgaben? Ja, viele Aufgaben. Das ist Mathematik. Und Sprachen? Sprachen brauchst du sprechen. Sprechen, nicht nur schreiben? Nein, du brauchst sprechen und hören. Das ist kommunikativ. Ja, Deutsche lernen Sprachen sehr praktisch. Wie? Mit Muttersprachlern sprechen, im Ausland gehen. Das kostet viel Geld. Ja, aber es funktioniert. Und Geschichte? Wie lernt man Geschichte? Geschichte brauchst du verstehen, nicht auswendig lernen. Verstehen? Ja, warum passierte das? Was war die Ursache? Ah, das ist tieferes Lernen. Ja, oberflächliches Lernen funktioniert nicht. Und Naturwissenschaften? Naturwissenschaften brauchst du Experimente. Experimente? Ja, praktisch arbeiten, nicht nur Theorie. Deutsche machen viele Experimente? Ja, das ist die deutsche Methode. Also jedes Fach braucht andere Lernmethoden. Genau, du musst adaptieren. Das ist wichtig zu verstehen. Jetzt sprechen wir über Fehler. Fehler? Das ist negativ? Nein, in Deutschland Fehler sind positiv. Positiv? Ja, Fehler sind Lernmöglichkeiten. Ah, das verstehe ich. Deutsche sagen, Fehler machen ist wichtig. Wichtig? Ja, wenn du keine Fehler machst, lernst du nicht. Das ist psychologisch klug. Ja, deutsche Lehrer sind tolerant mit Fehlern. Sie bestrafen nicht? Nein, sie erklären. Das ist pädagogisch besser. Ja, und noch, deutsche Schüler analysieren ihre Fehler. Analysieren? Ja, warum habe ich einen Fehler gemacht? Das ist Selbstreflexion. Genau, das ist sehr wichtig. Also Fehler sind nicht schlecht. Fehler sind wertvoll. Sie sind Werkzeuge. Jetzt sprechen wir über Ressourcen. Ressourcen? Wie? Bücher. Das ist fundamental. Bücher? Ja, deutsche Schüler lesen viel. Wie viel? 1 bis 2 Stunden pro Tag. Das ist viel. Ja, deutsche Kultur ist Lesekultur. Und noch? Online-Ressourcen, Websites, Videos. Videos? Ja, YouTube, aber qualitativ gute Videos. Nicht einfach alle Videos? Nein, spezifische pädagogische Videos. Das ist wichtig. Und noch Bibliotheken. Bibliotheken sind noch wichtig? Ja, sehr. Deutsche Bibliotheken sind großartig. Warum? Viele Bücher, ruhige Umgebung, kostenlos. Das ist toll. Und noch Lehrersprechstunden. Was ist das? Zeiten, wenn du Fragen stellen kannst. Das ist hilfreich. Sehr hilfreich. Deutsche Lehrer sind offen. Also viele Ressourcen sind wichtig. Sehr wichtig. Du musst sie nutzen. Jetzt geben wir dir die 10 goldenen Regeln. 10 Regeln? Ja, das ist die deutsche Lernphilosophie. Regel 1. Disziplin. Jeden Tag lernen. Nicht nur am Wochenende. Regel 2. Zeitmanagement. Ein Plan. Mit Pomodoro-Technik. Regel 3. Richtige Lernumgebung. Ruhe, Licht, Sauberkeit. Regel 4. Gute Notizen. Mit Hand. Nicht tippen. Mit Stift. Regel 5. Spaced Repetition. Wiederholen mit Pausen. Regel 6. Testing-Effekt. Selbsttests. Alte Prüfungen. Regel 7. Schlaf und Gesundheit. 8 Stunden Schlaf. Sport. Regel 8. Motivation. Ziele haben. Selbstbelohnen. Regel 9. Aus Fehlern lernen. Fehler sind Chancen. Regel 10. Ressourcen nutzen. Bücher, online, Lehrer. Das sind die 10 goldenen Regeln. Wenn du diese befolgst, wirst du erfolgreich. Wow, das war ein großer Episode. Ja, sehr große Episode. Wir haben gelernt, wie Deutsche lernen. Mit Disziplin, mit Planung, mit System, Nicht mit Glück, nicht mit Zufall. sondern mit Methode. Deutsche Methode ist effektiv. Und die ganze Welt nutzt sie. Jetzt das Wichtigste. Daumen hoch. Bitte drückt auf Daumen hoch Das hilft unserem Kanal sehr, sehr viel. und abonniert. Werdet Teil unserer Familie. Wenn ihr abonniert, bekommt ihr Benachrichtigungen. Für alle neuen Episoden. Und kommentiert. Schreibt uns, was sind eure Lernmethoden? Welche Technik hilft euch am besten? Welche deutsche Methode nutzt ihr? Erzählt uns eure Erfahrungen. Teilt diesen Podcast mit euren Freunden. Mit Klassenkameraden, mit Familie. Mit allen Schülern, mit allen Studenten. Das PDF findet ihr in der Beschreibung. Download das PDF. Es hat alle Wörter, alle Techniken, alle Regeln. Perfekt zum Nachschlagen. Danke, dass ihr mit uns wart. Danke für das Zuschauen. Danke für euer Vertrauen. Bis zur nächsten Episode. Viel Erfolg beim Lernen. Nutzt die deutschen Methoden. Sie funktionieren. Tschüss. Auf Wiedersehen. Alles Gute für dich.